Klassischer Chatverlauf in Flaris. Buff, please, buff, please, buff, please, buff, please, buff, please. Thanks. Buff, please, buff, please. Yeah. Und gesagt, es ist ihm die 10 Mio auch wert. Aber ich sehe es halt von der Seite. Ein kleines hat es natürlich auch nicht jeder unbedingt. Aber ich sehe es halt von der Seite, ja, jetzt auf FEC habe ich natürlich keinen ausgerüsteten Blade, keinen ausgerüsteten Ranger oder so, der den Red Meteor schnell killen kann. Aber ich habe die Chance auf Burodeng, das heißt, ich kann es dann einfach auf Burodeng machen und mir die 15 Mio dort schmecken lassen. Die Power-Ups werden auch nicht schlecht. Klar, um die XP ist es ein bisschen schade, weil wenn ich die Quest damit, keine Ahnung, 100, was weiß ich, 48 abgebe, die gibt dann natürlich nicht mehr wirklich XP, vielleicht noch 0,5% oder so. Aber da scheiße ich dann auch drauf. Also bevor ich hier irgendjemandem, keine Ahnung, 80 Mio zahle oder so, bringt mir dann letztendlich auch nichts. Da habe ich ja dann von der Quest Reward nur noch die Hälfte übrig oder weniger als die Hälfte übrig. Dann hätte ich sie auch gleich nicht machen können. Kommt ja dann mehr oder weniger aufs Gleiche raus. Und bei den Korai-Quests ist halt genau das Gleiche. Da ist halt nur blöd, dass nach dem FEC-Server die Quests auf Burodeng nicht mehr so leicht zu machen sind. Wenn da dann plötzlich 500 Leute auf Level 160 rumlaufen und den ganzen Tag die ganzen Giants farmen. Man muss ja leider für die High-Level-Quests die ganze Zeit Giants und Violets töten. Das ist schon ätzend. Aber da hat man immer noch höhere Erfolgschancen als jetzt auf FEC. Also selbst wenn ich jetzt einen ausgerüsteten Blade oder so hätte, hätte ich hier trotzdem keine Lust. Nach dem, was da manche Leute berichten, wie lange man da teilweise auf einen Giant warten muss, wenn man Pech hat oder wenn sehr viel los ist. Da verschiebe ich das auch lieber auf später. Es ist ja die Belohnung dann irgendwie trotzdem nicht wert, wenn du sagst, du kriegst so und so viele Products und so viel Penya. Ich meine, die Belohnungen sind ziemlich krass für den High-Level-Quest, das sage ich ja selber immer. Das steht ja außer Frage. Aber die Frage ist halt, lohnt sich das dann doch so sehr, dass du so viele Belohnungen bekommst, wenn du halt jedes Mal, wenn du einen Giant oder Violet töten musst, halt literally ein paar Stunden für jede Quest brauchst, weil du halt erstmal den Violet oder Giant halt finden musst, was halt ziemlich schwierig ist. Durch die ganzen Spot-Chars und einfach weil so viel los ist und so. Dann stellt sich halt die Frage, hätte man in den paar Stunden nicht einfach gelevelt, hätte man wahrscheinlich mehr XP bekommen. Wahrscheinlich weniger in Penya, aber hättest halt auch mehr Spaß gehabt, weil du nicht die ganze Zeit nur rumgelaufen wärst, um einen Giant zu suchen. Also, so sehe ich das einfach. Also, selbst wenn ich die Charakter hätte, würde ich trotzdem warten. Manche Leute wollen ja sowieso warten. Also, ich meine, gut, jetzt hat sich auch die Situation ein bisschen geändert, muss man sagen. Weil vor einem Monat oder so war ja der Cash-Kurs von F-Coin auf FEC bei so 150 bis 190. Irgendwo so dazwischen hat er ja die ganze Zeit gependelt. Oder ist stetig runtergegangen eigentlich, bis auf 160, 150 oder so. Aber jetzt ist er explodiert, der Cash-Kurs. Und als er bei 150, 160, whatever war, auf Burodeng ist der Cash-Kurs gerade genauso hoch. Da ist der auch so bei 140, 50, 60 sowas. Also fast, wir hatten fast den identischen Cash-Kurs, F-Coin-Kurs auf Burodeng und FEC zeitgleich. Das heißt, da konnte man wirklich sagen, ist eigentlich egal, ob du die Quest jetzt machst oder auf Burodeng. Also jetzt zu diesem Zeitpunkt zumindest ist das Geld ungefähr gleich viel wert. Also zumindest auf F-Coin umgemünzt. Kann man natürlich nicht auf alles ummünzen, weil die Preise teilweise ja schon extrem unterschiedlich sind. Aber so grundsätzlich konnte man schon sagen, da war es jetzt relativ egal. Aber jetzt ist es natürlich wieder so, dass rein vom Logischen her schon mehr Sinn macht, dass wenn man die Quests jetzt mitnimmt auf Burodeng und sie erst dort abschließt, weil dort jetzt auf jeden Fall und in der Zukunft sowieso das Penya wahrscheinlich mehr Wert hat. Also wie gesagt, bis vor kurzem war es noch egal, aber jetzt ist es eigentlich schon so, dass man sagen kann, okay, jetzt muss man wirklich nicht mehr auf Krampf alle Quests hier machen, die noch gut Penya und so geben. Außer man braucht unbedingt die Products oder so und hat keinen Bock, sie sich zu kaufen. Eben auch wieder bei der F-Coin-Kurs so hoch ist, dann kann man sagen, na gut, okay, dann ist egal. Aber mache ich persönlich jetzt ja auch nicht so. Aber es wird interessant, wie sich der Cashcoin-Kurs auf Burodeng entwickelt, weil nach dem letzten FEC-Server ist der nie wieder runtergegangen, der Cash-Kurs. Also ich müsste aber nochmal nachschauen, aber vorm FEC-Server war es, glaube ich, also vorm FEC 223 war es, glaube ich, so 65, 70 Mio. Dann bei FEC.
Dann waren es 100 bis 120, glaube ich. Dann nach FEC war es dann wieder 100. Also es ist nur minimal gesunken. Wahrscheinlich wegen New Horizon dann. Dann auch sehr viel Penya durch Quests und so in Umlauf kam, I guess. Dann ist es nie richtig runtergegangen. Und jetzt neuer FEC-Server. Und dann ist es halt von 100 irgendwas, rund 100 bis 120 irgendwo in dem Bereich. War es eigentlich die ganze Zeit. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Ist jetzt halt hoch auf 150, 160. Also jetzt wird es halt interessant nach diesem FEC, ob es dann wieder zurückgeht auf 100, rund 100, bisschen mehr als 100 vielleicht. Oder ob es dann stattdessen auf 130 oder nur 140 zurückgeht und relativ hoch bleibt. Da bin ich schon gespannt. Und ich hoffe natürlich, dass es eher wieder auf 100 geht. Aber das Problem ist halt auch, wir haben momentan keinen richtig guten Penya-Sync eigentlich. Also es haben ja viele Leute gesagt, der hauptsächliche Penya-Sync waren die Ultimate-Waffen. Aber das hat sich jetzt ja wieder erledigt. Weil jetzt gibt es ja diese Rerolls-Kreuz für F-Coin, die muss man jetzt ja nicht mehr für Penya rerollen. Also hat sich das eigentlich auch wieder erledigt. Pets züchtet eigentlich schon länger oder schon lange keiner mehr so aktiv, dass das so relevant einen Unterschied machen würde im Cashflow, weil die Pets ja alle aus den Dungeons gedroppt werden. Also gibt es eigentlich momentan jetzt wieder keinen Penya-Sync. Keinen richtig krassen. Bräuchten wieder einen neuen. Ich bin ein halbes Hähnchen, yeah, din din, din din. Wir alle sind halbe Hähnchen, yeah, din din, din din. Schauen, ob ich das in einer Stunde schaffe. Von 81 auf 85. Lol. Neben mir ist gerade einfach Gandalf gestorben. Nicht mal 10 Minuten gedauert, allerdings, ja gut, habe ich auch bei über 60% angefangen. Aber ja, es ging schön schnell. Sehr gut. Level up! Also im Endeffekt könnte es passieren. Pass auf. Wenn alle meine Charakter, die ich aktuell habe und halt aktiv spiele, also basically alle Charakter, mit denen ich Tower Dailies mache, wenn die alle 160 sind und Hero, dann bestehen gute Chancen, dass ich auch mal was anderes spiele als Elementor. Comprende? Ah, chillig, also bald. Ja. Bald. Demnächst quasi. Du hast doch vorhin gesehen, wie meine Texturen nicht geladen haben, ne? Rate mal, in welchem Browser das war. Gib dir einen Tipp, es reimt sich auf Arschfuchs. Okay, reimt sich's nicht, aber es ist ein Arschfuchs. Denn es ist Firefox gewesen. 98%. Also ich habe jetzt 331% in einer Stunde gemacht als Master. Das hat geistesgestört. Verabschieden. Ja, also wie gesagt, Knack G, das Bildposter-Gameplay dann so Ende, Mitte 2086. Wenn du nichts dagegen hast. Und danke für den Resub, Sir. Ein Ehrenknack G. Level up, baby, let's go. Level up Nummer 4 heute. Das ist echt crazy. Wisst ihr, was die mal einführen sollten? Dass einfach jedes Wochenende 30% XP-Event ist. 30% XP ist nicht viel. Actually sogar ziemlich wenig. Es sollte einfach standardmäßig am Wochenende laufen. Und zusätzlich dazu immer halt noch ein anderes Wochenende-Event. So dass dann auch zweimal 30% laufen kann. Oder so. Bei XP-Event. Oder halt XP-Event plus Upgrade-Event oder so. Make it happen. Wählt mich zum neuen Flive-Präsident und ich mach's. Nee, tatsächlich noch schlimmer.
In der Ausbildung, einer meiner Ausbilder, der hat immer Kaffee und Leberwurstbrot gegessen. Also das war sein Frühstück quasi. Leberwurstbrot und Kaffee. Junge, der hatte so perversen Mundgeruch, das war einfach nur absolut ekelhaft. Das erste, was der im Büro gemacht hat, war Kaffee saufen und Leberwurstbrot essen. Und dann ist er natürlich den ganzen Tag da rumgelaufen, ohne sich die Zähne zu putzen. Und ja, das hast du halt auch gemerkt. Du hast es gerochen, wenn er mit dir geredet hat. Und die haben vielleicht alle ein Real Life, diese anderen Spieler. Wer Flife spielt, hat kein Real Life und braucht auch kein Real Life. Flife ist besser als Real Life.